So, herzlich willkommen zu unserer ersten Ausgabe im Dictis Interview, hier direkt aus Stuttgart, aus Untertürkheim, aus unserem Headquarter. Ja. Und ich freue mich, dass wir heute einen besonderen Gast da haben. Er ist aus München, er hat ein Label bei uns, er hat mittlerweile um die 150.000, 160.000 monatliche Hörer auf Spotify. Er released auf Labels wie 3000 Grad, ein Musiker zum Beispiel, I&I natürlich, I&I ist sein eigenes Label. Deswegen herzlich willkommen, Marc Tamonea vom Label I&I. Hi Chris, freut mich hier sein zu dürfen bei euch im Headquarter bei Dictis. Sehr schön. Hast du gut hergefunden? Ja, war easy, also coole zweistündige Zugfahrt und hab währenddessen auf Instagram gechattet mit Leuten, also easy. Also ganz entspannt. Ja, ich glaube, die Zugfahrt zwischen München und Stuttgart ist auch relativ entspannt. Ich glaube, das fährt ja auch nonstop, wenn ich es richtig im Kopf Ja, habe. ist nonstop einfach durchgefahren. Nein, Schmarrn, natürlich gab es Zwischenhalte, aber ja, aber auf jeden Fall war das ein Zug, musste nicht umsteigen, genau. Sehr gut. Er ist Marc Tamonea. Ja, er hat ein Label bei uns. Marc hat mittlerweile 150.000 monatliche Hörer auf Spotify. Ja, 160 fast. Danke danke für die Korrektur. Ja, er released auf Labels wie 3000 Grad, Ein Musiker. ein Musiker, genau, und hat das Label I&I bei uns. Und genau, ich glaube, das sind so erstmal die wichtigsten Keyfacts, die man über dich wissen muss. Ja, genau, ja, ich habe das Label I&A bei euch, das ist das mit den Augen, mit der Iris sozusagen, man kennt es von Beatport und das hat man natürlich auch euch zu verdanken, ne? Dass man das daher kennt. Ne? Ja. Du hast jetzt mittlerweile 15 Releases und dein Label hast du vor circa 3 Jahren, 2019, bei uns gegründet, ist das richtig? Ja, 2,5 glaube ich oder sowas war es, 2,5, ja. Sehr gut. Wie kamst denn du überhaupt zu der Labelgründung von I&I? Also ganz am Anfang war die Idee, ne, dass ich zum Beispiel Iris-Fotos als Plattencover verwende. Das gab es damals noch nicht. Also wo ich zu 2018, 17, 18, wo ich auf die Idee gekommen bin, dachte ich mir, hey, wie wäre das denn immer nur eine Iris auf dem Cover, aber immer eine andere? Und dann habe ich halt geguckt bei Agenturen, ob es irgendwie Stockfotos gibt mit so Iris-Fotografie und es gab damals nichts. Also ich hätte praktisch irgendwie einen Fotografen anheuern müssen, der mir ganz viele Iris-Fotos macht und dann habe ich die Idee wieder verworfen. Dann ist mir aber später wieder eingefallen, ein Freund von mir ist ja Fotograf und dann habe ich den gefragt, hey Daniel, kann man eigentlich sowas machen? Und der hat sich das dann wirklich so, also Daniel Schweinert heißt der hat sich das Projekt zu Herzen genommen und fing dann an, irgendwie eine Vorrichtung zu bauen, wie er mit einem Makro, mit einer Makrolinse und irgendwie eine Mini-Blitz und was weiß ich was, irgendwie den Leuten halt, das kann man auch auf unserer I&I Instagram-Seite sehen, wie er das macht letztendlich, in den Leuten ins Auge fotografiert. Und dabei entstehen super schöne Bilder und halt alles super hochauflösend und dann hatten wir praktisch unsere Cover. Ne? Und dann habe ich halt ganz viele Leute eingeladen, irgendwie so jeden, den ich kenne, und die kamen dann alle vorbei und haben sich fotografieren lassen für das. Und dann haben wir erstmal die Cover für die ersten 15 Releases gemacht mit 15 Leuten und mittlerweile besteht auch die Option, dass wenn der Künstler sagt, hey, ich will mein Auge auf dem Release haben, dass der vorbeikommt und sich fotografieren lassen kann an Daniel. Also das ist all inclusive, das übernimmt das Label dann. Ja, sehr gut, ist auf jeden Fall künstlerisch und zeigt auch, dass ihr oder beziehungsweise du dir wirklich sehr, sehr viel einfallen lässt und dass du wirklich dich abheben möchtest von der Masse. Genau, also ein Label braucht immer einen hohen Wiedererkennungswert, vor allem visuell. Und wenn die Cover jetzt vom Label ausschauen wie die Cover von einem anderen Label, dann verwechselt man die schnell mal. Und da kann es sein, dass man erstmal 100 Releases braucht, bis das Label überhaupt bei irgendwelchen Leuten auf dem Schirm auftaucht, weil man das nie wirklich auf dem Schirm hat, weil das Artwork halt einfach beliebig ist oder teilweise schlecht ist. So. Also viele Labels, also nicht viele, aber einige Labels haben auch schlechtes Artwork einfach, wo ich mir denke, da kommst du halt nicht weit mit, Junge. So, ne? Und das ist ja ein Baustein. Ne? Die Musik ist natürlich ein anderer Baustein und der Sound vom Label und so und das ganze
ja, wo will ich musikalisch hin, ist auf jeden Fall wichtig, ne, beim Label. Ebenso auch das Visuelle beim Label ist super wichtig. Sehr gut. Ja, das stimmt natürlich, absolut. Ich glaube, das gesamte Erscheinungsbild, Musik, also Audio wie Video, Bild, muss natürlich alles heutzutage passen. Darf man nicht unterschätzen heutzutage. Und wie kamst du denn dann von dieser Covergestaltung dann letztendlich auch bis hin zur Labelgründung? Also was hat dich denn dazu bewegt, I&I dann noch wirklich zu gründen als Label, und was waren dann die nächsten Schritte nach den Artworks? Ja, so die nächsten Schritte waren halt einen Vertrieb suchen. Und da ich schon bei einem anderen Vertrieb war, habe ich mir gedacht, schaust dich nochmal um nach einem alternativen Vertrieb, der vielleicht auf Beatport gut aufgestellt ist. Das war so eigentlich primär meine Intention. Und da habe ich mich halt umgehört und befreundete Labelmanager gefragt, was wir denn empfehlen könnten. Ja, also, und dann hieß es immer wieder Dictis. So, und dann, okay, habe ich mir das angeschaut und dann auch wieder die Idee wieder erstmal liegen lassen. Dachte ich mir, okay, Dictis ist gut. Und dann haben wir zwei uns getroffen auf dem, das war in München, so, was war das nochmal? Wie hieß es nochmal? Die Mixcon. Die Mixcon, genau. Auf der Mixcon haben wir uns getroffen und dann meintest du zu mir, ja, komm doch zu Dictis. So, du standest da, hast auch einen Vortrag gehalten, glaube ich, und ja, über das Thema Vertrieb oder so, glaube ich. Ja, ich habe keinen Vortrag gehalten, aber wir sind zusammengestanden mit den Leuten auch vom Beatport und genau, so sind wir ins Gespräch gekommen. Mit der Jamie, genau, standst du da. Genau. Ja. Genau, und dann ging es auch relativ schnell eigentlich. Wir sind dann in Kontakt geblieben. Und genau, ich habe dann meine Ideen gezeigt und alles und du meintest, ja, super geil. Und zeitgleich hatten wir auch schon 1, 2 Singles fertig, die wir dann halt gleich rausgehauen haben auf Dictis. Und muss auch sagen, dass so die erste Single schon relativ sehr erfolgreich war, die auf I&I rausgekommen ist. Und ich glaube, die hat jetzt 1,5 Millionen Plays oder sowas, ich bin mir nicht sicher. Aber ja, ging ganz gut ab. Ne? Das heißt, konnten wir dich dann nicht nur auf Beatport gut platzieren, sondern auch auf Spotify lief es ganz gut bei dir. Ja, genau, es lief auf Spotify auch ganz gut. Also hatte ich jetzt nicht erwartet, aber ja, ist eigentlich bis heute eigentlich schon fast ein Evergreen, die Nummer. Und weitere folgten dann daraufhin. Also auch ein Release mit Felix Raphael, das Pull heißt, da ist sogar mein Auge drauf. Und die lief eigentlich auch ganz gut. Und danach kamen mehr Releases von Underground-Künstlern und so, die wir dann versucht haben zu pushen. Und einige von denen kennt man jetzt schon so. Also, ja. Hast du dir das als Aufgabe auch gesetzt und gesagt, ich möchte auf meinem Label nicht nur bekannte Künstler haben, sondern ich möchte auf meinem Label auch wirklich neue Künstler haben, die sehr viel Talent haben, die ich dann auch nach vorne bringen kann auf meinem Label. Was ist so die Intention da dahinter? Und ja, erzähl uns mal ein bisschen, wie du das machst auf deinem Label. Ja, also die Intention dahinter ist, wenn keiner was tut, dann passiert auch nichts. Das ist so meine Devise. Also entweder ich mache jetzt was und ich helfe Leuten, oder diese Leute releasen halt woanders das 300. Release, was völlig untergeht. So, ne? Also meine Devise war, ich nutze meine Reach als Künstler, aber auch mein Wissen, was ich mir über die Jahre über das Musikbusiness angeeignet habe, um Leuten tatsächlich zu helfen. Das heißt, die kommen zu mir und ich bin der R&A, ich höre mir erstmal ihre Demos an und dann entscheide ich halt, ist das kommerziell verwertbar in irgendeiner Weise, und wenn ja, dann geht die Reise weiter. Ne? Dann berate ich den Künstler, sage ihm, du, dein Demo ist gut, aber vielleicht musst du am Mixing noch was machen, oder er kriegt es gar nicht gebacken, dann sage ich ihm, schick mir den Track. Irgendwas muss der Track ja dann schon haben, dass ich ihn nehme. Weißt du, entweder ist er halt schlecht produziert, aber hat halt irgendwie eine catchy Melodie, oder er ist super gut produziert und mir gefallen ein paar Samples nicht oder so. Also ich versuche immer, dem Künstler irgendwie zu helfen und zu sagen, okay, wir können es ist gut, aber wir können es noch besser machen. Und sei es auch nur durch Mastering. Und dann nehme ich mich seiner an und beschäftige mich auch wirklich intensiv dann mit dem Produkt und was dann da rauskommt. Es ist nicht nur so, ich mache einen Upload und
hauen, klatschen Cover drauf und fertig, sondern da ist wirklich, da steckt Arbeit dahinter, hinter jedem Release. Auch wenn ein Release jetzt nicht so krass verkauft oder in keiner Playliste landet oder was auch immer, versuche ich immer das Beste für den Künstler und dieses Release rauszuholen. Und wenn es auch nur Visibility ist, ne, hat der Künstler danach vielleicht ein Release auf einem größeren Label, auf Parkett oder so, weißt du? Zum Beispiel. Würdest du sagen, dass du und dein Label auch ein sehr gutes Sprungbrett ist für die Künstler, dann auch wirklich weiterzukommen auf größeren Labels? Und welche Richtung, wo möchtest du denn grundsätzlich mit deinem Label irgendwann hin? Was sind da die Pläne? Ich denke schon, dass es ein Sprungbrett ist, genau wegen eben der Visibility, die ja nicht nur durch das Label kommt, sondern auch durch mich als Künstler und ich bin ja bekannt. Das heißt, alles, was ich release, wird auch auf meinem Account gepostet, auf meinem Facebook-Account und so weiter. Und ich introduce sozusagen die Künstler dann zumindest den Leuten, die mir folgen und die sagen, okay, das ist gut. Und ich musste auch gar nicht viel machen. Ich tue das posten und dann kommen die Blogs von alleine und sagen, hey, wir wollen hier für eine Premiere machen oder wir wollen das hier hochladen oder so. Ich schicke einfach nur eine Mail raus und dann kommen die schon und so. Und das ist schon, diese Visibility ist natürlich schon mal ein Sprungbrett für, sagen wir mal, für Newcomer, die noch gar nichts released haben oder vielleicht so ihre ersten Releases gerade haben. Und die Visibility sorgt dafür, dass andere Label sie auch entdecken, sozusagen. Oder sie können danach halt auf Labels releasen, die wahrscheinlich ihre Demos nie angehört hätten. So, weißt du? Weil ich habe mir die Zeit genommen, habe mir die Demos angehört und wenn die Künstler dann mit meiner Arbeit zufrieden sind, dann kommen die auch wieder, weißt du? Die sagen dann, okay, ja, ich habe jetzt bei dem Release ganz am Anfang und jetzt habe ich aber noch auf 2 anderen Labels und jetzt gehe ich aber wieder zu Marc, weil da war die Arbeit eigentlich ganz gut, was der für mich geleistet hat. Genau. Ist das auch, was du sagst, für dich damals so der Hauptgrund gewesen, dass du selber ein Label gegründet hast? Weil du machst jetzt doch auch recht viel für deine Künstler. Sagst du, ist auch der Grund, warum du ein Label gegründet hast und das vermisst du oder hast du damals zumindest vermisst bei den Labels, wo du dich beworben hast als Künstler? Also ich muss mal eine Sache dazu sagen. Also wir sprechen ja jetzt hier vom Underground, jetzt nicht von Major-Labels oder so. Im Underground läuft viel über, sagen wir mal, ich will es nicht, es soll keine negative Konjunktion sein, also konjugiert sein. Einfach, es ist Buddy-Business bei vielen Labels. Das heißt, du kennst vielleicht irgendjemanden, der da mal released hat und dann schickst du dem deinen Track und der schickt es dann an den Labelchefen und so. Und da ich ja niemanden kannte, ich meine, ich komme aus München, da ist jetzt nicht gerade das Zentrum der elektronischen Musik so, kannte ich halt nicht viele Leute, ne? Und habe halt immer meine Demos verschickt und habe halt entweder wurden gar nicht angehört oder gar keine Antwort bekommen, also auf meine Mails. Und das habe ich eine Zeit lang halt immer wieder gemacht und dachte mir, ja, okay, an den Tracks kann es nicht liegen. Die haben ja mittlerweile Millionen von Plays, diese Tracks. Die habe ich ja dann selber released. Und dachte ich mir, okay, was kann ich sonst machen, als ein eigenes Label gründen? Ist ja heutzutage möglich. Das war ja vor sagen wir mal, noch vor 15 Jahren undenkbar, dass irgendwie eine x-beliebige Person sagen kann, ich mache jetzt ein eigenes Label. Ne? Also auch ein Künstler konnte nicht einfach ein Label machen. Er musste sich auskennen mit Vertriebsstrukturen, allen möglichen, ne? Und ein Backend und was man da alles lernen muss. Und bei Dictis ist das super einfach. Ne? Ich meine, da kann eigentlich jemand ohne Vorkenntnisse sein eigenes Label gründen. Und ja, dann habe ich das einfach gemacht. Ich hatte keine Lust mehr, irgendwie keine Antwort zu kriegen von den Labels. Ich wusste, die Tracks sind stark und die werden ihren Weg gehen. Es gibt so einen Spruch, Good Music finds its way. Ja, und wenn es Jahre dauert, ne, es gibt Tracks, die werden jetzt erst entdeckt und werden zu absoluten TikTok-Rennern und dann guckst du nach, die sind 2017 rausgekommen und damals hat sich niemand für diese Tracks interessiert. Und ein gutes Musikstück, das findet schon seinen Weg. So. Und ich habe dran geglaubt und habe gesagt, okay, wenn ihr mir nicht antwortet, hier die großen Player, Label, ne, dann mache ich eben selber. Ne, und hat funktioniert. Also. Ja, ich würde jetzt auch mal schwer behaupten, dass das der richtige Weg für dich war. Mhm. Wir konnten zusammen, glaube ich, dein Label ganz gut etablieren. Und ja, die Streams geben dir auch definitiv recht mit dem, was du sagst. Ja, wir konnten
auch alles gut platzieren im Netz. Es kennt ja jeder, dieses Label. Also ich habe ja neulich in Dubai gespielt, da kam dann so ein DJ, der halt in allen Clubs spielt und meinte, hey, you're the guy from I&I, I know your label, it's great und so. Und dachte ich mir, okay, krass. Also Superstar. selbst in Dubai kennt man das Label schon von mir und Dictis. Also, ne? Sehr schön. Ja, sowas hören wir natürlich gern. Ja, auf jeden Fall. Wie kamst du denn ursprünglich zur Musik? Was hat dich denn damals dazu bewegt, selber auch Musik zu machen? Ja, das ist eine gute Frage. Ne? Also ich stamme aus einer Künstlerfamilie. Das heißt, ich habe immer schon Musik gemacht, schon als Kind. Und habe relativ früh angefangen, verschiedene Instrumente zu lernen. Gitarre, Bass, Schlagzeug, Klavier und so. Und bin auch recht früh ins Musikbusiness reingerutscht. Damals sogar noch hier in Stuttgart gewohnt. In Cannstatt und in Heslach und so, überall hier. Kenne ich, da habe ich auch gewohnt. Ja. Sind wir Gott sei Dank beide wieder raus. Ja, stimmt, du hast auch mal in Cannstatt gewohnt, hast mir erzählt, ja. Noch eine Sache, wo du mich gefragt hast, was hat mich bewogen, zu Dictis zu kommen. Hast du das gefragt eigentlich? Ja, ich habe dich gefragt, wie der Weg war. Ja, weil es ist auch, also mir war das ganz wichtig, dass ich einen persönlichen Bezugspartner habe bei Dictis. Also jemand, wo ich weiß, den kenne ich persönlich und mit dem kann ich ganz normal reden, so wie mit einem Kumpel. So, das war mir ganz wichtig, dass es nicht irgendwie völlig unklar ist, was für eine Person ich da überhaupt habe. Es gibt auch Vertriebe, wo du überhaupt mit gar keiner Person zu tun hast. Das ist nur rein Online-Upload und so. Also mir war das ganz wichtig, also die persönliche Betreuung. So wie wenn jemand zur Bank geht und seinen persönlichen Bankberater haben will, der einem wirklich gute Tipps gibt, wo er sein Geld einlegen kann. Und so war das auch hier bei Dictis, dass ich halt meinen Labelmanager sozusagen hier hatte. Und ja, das ist wirklich das Allerwichtigste da draußen. Das kann ich euch versichern. Das ist wirklich das Allerwichtigste, dass ihr jemanden habt, mit dem ihr euer Release besprechen könnt und der auch mal sagt, okay, ja, das ist vielleicht nicht so gut, aber das andere Release ist stärker und so, der euch auch vielleicht mal ein bisschen Feedback zu eurer eigenen Arbeit gibt, weil sonst seid ihr ja immer nur allein als Label-Bosse sozusagen, ja. Aber zurück zur Musik, ne? Also ja, ich habe relativ früh angefangen und in Stuttgart halt damals in einigen Studios hier gearbeitet. Unter anderem haben wir da so Deutsch-Pop-Produktion gemacht und habe schon früh gelernt, wie man eben auch mit Logic arbeitet und später mit Nuendo und Cubase gearbeitet und ja. Mit was arbeitest du heute? Mit Ableton. Also nach langem Zögern habe ich dann so vor 2-3 Jahren angefangen, nur noch mit Ableton zu produzieren. Es ist einfach einfacher, du bist viel schneller und so. Also, klar. Du bist auch Live-Act. Da genau. ist es wahrscheinlich auch mit Ableton einfach deutlich leichter für dich. Ja, es gibt auch keine Alternative zu Ableton im Live-Bereich. Also das ist da wirklich die Go-To-Software. Ja, sehr gut. Jetzt produzierst du ja deine Musik auch mit sehr viel Vocals. Ja, du singst ja auch selber. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist für mich wirklich sehr wichtig oder Vocals sind generell wichtig für mich? Produzierst du auch ohne Vocals? Auf was legst du da Wert, wenn du mit Vocals produzierst? Ja, grundsätzlich mal generell Vocals können, sagen wir mal, ein elektronisches Musikstück schon sehr aufwerten in der Hinsicht, dass der Track organisch klingt oder organischer wird und greifbarer für den Endkonsumenten. Ne? Also wenn es ein reines Instrumentalstück ist, wird ein durchschnittlicher Musikhörer vielleicht weniger Zugang zu dem Track finden, als wenn da jetzt auf einmal eine Geschichte erzählt wird, ein Text gesungen wird oder so. Ne? Und ja, irgendwann habe ich mir gedacht, ja, probierst es halt mal und singst selber auf deine Tracks. Und die Resonanz war ganz gut. Also die Leute meinten so, ja, sowohl live als auch jetzt auf Platte, dass die Stimme schon anders klingt als die von anderen jetzt. So, also nicht so eine Standard Deep House Voice, wie man sie jetzt kennt von vielen Produktionen, sondern die hatte ihren eigenen Charakter und so. Ne? Und dann meinte ich, ja, aber eben, es klingt halt eben nicht so wie Kommerz. Und dann meinten die, ja, aber es ist im Underground ja egal. Da kannst du ja deinen eigenen, siehe Fritz Kalkbrenner hat auch seinen eigenen Sound von der Stimme und so. Und das macht sich halt ein bisschen outstanding. Letztendlich auf jeden Fall der Fokus bei mir liegt nicht auf der Stimme, sondern generell auf der ganzen Musik.
was ich produziere, ist elektronisch, technoid, analog und halt so als i-Tüpfelchen noch dazu die Vocals. Würdest du sagen, Vocals eignen sich bei jeder Genre, auch bei Techno? Findest du es da cool oder sagst du, nee, bei Techno muss es zum Beispiel eher nicht sein? Also es kommt auf den Stil im Techno an. Es gibt ja zig Unterteilungen. Ich glaube, im Melodic Techno sind Vocals ganz gut. Wenn es dann jetzt so ein, keine Ahnung, so ein schneller Schranz ist, dann vielleicht eher kontraproduktiv, Vocals zu verwenden. Musst du sehr schnell singen, ja genau. Oder langsamer recorden und dann schneller abspielen. Also. Gibt es viele Möglichkeiten. Ja, sehr gut. Okay. Ja, also danke dafür. Jetzt habe ich natürlich noch die Frage, und ich glaube, das interessiert natürlich da draußen auch ganz viele Labels und Künstler, die Sache mit der Promotion. Ja, wie promotest du deine Musik? Hast du da irgendwelche Tipps? Wie sind deine Erfahrungen damit? Wie bist du so erfolgreich? Ich sag mal so, ich würde den Leuten da draußen eher Tipps geben, wie sie sich selbst promoten. Weil wenn du jetzt sagst, okay, geh zu der Agentur XY, da lässt du erstmal einen Haufen Geld und letztendlich kriegst du keine Garantie dafür, dass da was passiert. Also der einfachste Tipp, um sich selber zu promoten, ist, du machst ein Video von deinem Track, wie du den spielst vor Publikum oder wie du den Track, wenn du kein Publikum hast, zu Hause bei dir im Studio spielst. Es muss gute Laune vermitteln auf jeden Fall, das Video. Und dann promotest du den über Facebook und Instagram. Facebook hat da sehr schöne Werbetools. Und mit der Zielgruppe natürlich, mit der richtigen Zielgruppe. Am besten du machst mehrere Werbungen und schaust, welche besser läuft. Das eine halt Zielgruppe, was weiß ich was, Robert Babic-Fans und das andere Video vielleicht Zielgruppe elektronische Musik und das dritte vielleicht Zielgruppe, keine Ahnung, Romanian House, weiß der Geier, und schaust halt, was besser läuft. Und der Link von dem Video geht halt direkt auf dein Produkt, sprich auf Spotify und Beatport über so einen Multilink, halt so einen Buy-Link. Und damit generierst du Traffic letztendlich. Und sobald du Traffic generierst, kommen Leute und schauen sich dich an als Künstler. Also so funktioniert Werbung. Und wenn es ihnen gefällt, was sie sehen, dein Instagram oder dein Spotify, dann folgen sie dir und so kommst du zu Fans heutzutage. Das ist eigentlich echt einfach, sagen wir es mal so. Also es war früher um einiges schwieriger. Da musstest du im Radio laufen oder das ist natürlich heute auch noch alles möglich, aber wie gesagt, das ist eine Frage des Budgets. Wenn du jetzt im Radio laufen möchtest, brauchst du einen Radiopromoter. Wenn du irgendwie ein internationaler DJ werden willst, brauchst du halt eine Promotion Company, die für dich halt brutalste Aktionen startet, die du dir gar nicht leisten kannst. Also wir sprechen da im Bereich zwischen 20 und 100.000 Euro, wenn du jetzt mal auf dem klassischen Wege dich promoten willst und von 0 auf 100. Deswegen ist gut, du machst viel Eigenarbeit erstmal, machst dir eine kleine Fanbase, von der du schon mal leben kannst, so finanziell, dass du halt irgendwie nicht nebenbei noch was machen musst, also dass du dich voll und ganz auf Musik konzentrieren kannst. Ja. Und mit deinem Label machst du also gar nichts über Promo-Agenturen, sondern du machst auch alles einfach selber? Doch. Also wenn das Budget da ist für ein Release, dann arbeite ich auch mit Promo-Agenturen zusammen und da gibt es halt einige. Die meisten sitzen gar nicht in Deutschland. Das würde man gar nicht erwarten, aber die sind woanders. Und es gibt auch Freie, die zum Beispiel Social Media Actions machen oder Radiosender für dich anschreiben. So gibt auch freie Promoter, die findet man entweder oder man fragt halt einfach, hey, kannst du mir einen freien Promoter empfehlen? Also ich kriege auch immer wieder mal Tipps zugeschustert von Kollegen, guck mal, der macht eine gute Arbeit und so weiter. Aber Agenturen auf jeden Fall, da gibt es einige und die sind auch wirklich stark, also aber kosten auch dementsprechend. Also da bist du auch mal schnell bei ein paar tausend Euro. Ja, das stimmt natürlich. Also gibst du den Tipp, einfach auch mal viel rumprobieren, viel versuchen, was einem am besten liegt. Ja, und dann schauen, welcher Weg der beste für einen ist. Ja, also ich würde, wie gesagt, mit der Facebook-Werbung anfangen. Wenn du gute Musik machst, das heißt ja, good music finds its way, wenn du gute Musik machst und ein cooler Typ bist, dann folgen die auch Leute, weil sie wollen sehen, was passiert, weißt du. Du beginnst eine Geschichte und sie wollen Teil dessen sein, weißt du. Bist du ein cooler Typ?
Das muss jemand anders beurteilen. Sehr gut. Ich denke, für mein Alter bin ich ganz cool. Gut, dann, Marc, kommen wir jetzt auch schon zum Abschluss. Und zwar haben wir uns noch was Kleines überlegt. Wir machen ein kleines Spiel mit dir. Ja? Du kannst die Fragen mit Ja und mit Nein beantworten und gerne natürlich was dazu erzählen. Okay. Und dafür haben wir diese 2 schönen Schilder hier gebastelt. Ja? Die kannst du dann hochheben, Ja oder Nein. Ein Jein-Schild hast du jetzt nicht, ne? Jein haben wir keins, du kannst es gern kreuzen, wenn du schaffst. Okay. Ja? Und zwar geht es einfach mal um die Klischees im Musikbusiness. Ja, die erste Frage ist, DJs können von ihrem Gig pro Monat, von einem Gig pro Monat wirklich ihr Leben finanzieren quasi und sind komplett überbezahlt. Ist es richtig oder falsch? Also ein DJ, der so viel kriegt bei einem Gig, dass er davon leben könnte den ganzen Monat, der hat automatisch mehr Gigs. Also ja, es stimmt schon, dass es DJs gibt, aber das ist halt vielleicht 10% oder 5% der ganzen DJs da draußen. Aber es stimmt, ja, auf jeden Fall. Ja. Die zweite Frage, ein DJ arbeitet nur am Wochenende. Nein, ein DJ arbeitet auch unter der Woche, weil es geht ja erstmal um Kuration. Du musst erstmal gute Musik raussuchen. Also wenn wir jetzt von einem reinen DJ reden, der nur auflegt, und du musst natürlich, die meisten DJs machen auch noch Kontakte pflegen und so. Also da klares Nein. Klares Nein. Okay, sehr gut. Die nächste Frage, DJs spielen immer weniger live. Ja, und spielen auch oft vorgefertigte Sets ab. Ja oder nein? Ist mir bisher nicht untergekommen, also nein. DJs tragen immer nur schwarze Klamotten. Also in unserem Genre Techno schon. Du bist schwarz gekleidet heute. Ja. Okay. Und die letzte Frage, die wir haben. DJs haben es nicht nötig, auf Tinder zu sein. Ich glaube nicht, nee, das haben sie echt nicht nötig. Also die lernen genug Leute kennen. Sehr gut, dann Dankeschön für deine ehrlichen Antworten. Ja. Und dann, ich habe zu danken. Ja. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Schluss. Ja, wir sind durch mit unserem Interview. Mir hat es mega viel Spaß gemacht. Ja. Mir hat es auch mega viel Spaß gemacht und danke, dass ihr mich eingeladen habt. Und ja, war cool, dich auch mal wieder zu sehen. Das ist ja schon ein Jahr her jetzt. Genau, schön, dass du da warst, Marc. Wir sehen uns wieder. Das war die erste Folge. Bleibt dran. Wir sehen uns wieder zu einer nächsten Folge mit spannenden Künstlern in Zukunft, die auch spannende Labels haben. Deswegen schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bleibt dran und wir sehen uns. Beste Grüße aus Stuttgart. Danke nochmal an dich, Marc, und bis bald. Danke. Ciao.